Hallo, heute ist unser Arbeitspferd von der Flotte an der Reihe, ein Passat 35i. Wir machen eine Inspektion, die allerdings etwas sparsamer ausfällt, weil wir nicht allzu viele Kilometer gefahren sind. Die Inspektion beginnt mit dem Ölwechsel. Hier haben wir ein Problem. Ich schaue das Auto von unten an und habe einen heißen Tropfen im Auge. Wir machen den Ludolf-Test. Kein Kühlwasser. Also doch nur Kondenswasser von der Klimaanlage, obwohl es draußen nur 13 Grad hat. Zum Öffnen der Ölschraube benutzen wir wie immer einen Sechskant, einen Schwung und die Schraube ist auf. Ölwanne drunter und vorsichtig, das Öl ist heiß. Immer warten, bis er ausgepinkelt hat. Der Ölfilter sitzt hier versteckt zwischen diesem Querträger und dem Motor vorne. Man braucht eine Ölfilterkette, um beizukommen. Ist die Ölwanne wieder zu klein? Scheiße, mir läuft immer das Gestiegel. Sogar das Werkzeug ist wieder geölt. Das war mal wieder ein Job für besonders kleine Hände. Wir nehmen eine neue Dichtung und verschließen die Ölablassschraube wieder. Mit Gefühl anziehen, nicht zu fest. Wenn der Schlüssel blockiert, reicht das schon. Die Dichtung des Filters bestreichen wir mit etwas Fett. Man kann auch Öl nehmen, nur Fett ist günstiger, weil Öl kann man nachher mit einer Undichtigkeit verwechseln. Der hängende Ölfilter wird mit Öl gefüllt. Filter wieder vorsichtig einfädeln, auf die Schraube ansetzen und möglichst schnell festdrehen. Die Ölfilter werden nur mit der Hand angezogen, kein Werkzeug benutzt, allerdings Männerhände. Der 2 Liter Motor mit 110 PS bekommt 4 Liter Öl. Zwischendurch kontrollieren wir, wie hoch das Öl schon steht. Noch nichts zu sehen, noch ein Schluck Öl. Der Ölstand ist nun bei Minimum, also fehlt noch ungefähr 1 Liter. Hier den Stand nochmal. Sehr gut, auf Maximum voll. Auf keinen Fall überfüllen, sonst kann das Öl auch in den Katalysator gelangen. Wir lassen den Motor kurz laufen, bis die Öldrucklampe erlischt. Nun fehlt wieder etwas Öl, das füllen wir noch nach und gut. Der nächste Punkt unserer Inspektion ist das Nachfüllen und Prüfen des Getriebeöls. Die Prüfschraube oder Nachfüllschraube ist hier, die Ablassschraube wäre hier. Zum Öffnen braucht man einen 17er Imboss und Kraft. Aha, es kommt kein... gerade so an der Grenze, wir füllen etwas nach. Nachfüllen benutzt man am besten eine solche Pumpflasche, weil sonst bekommt man als Heimwerker das Öl nur schlecht ins Getriebe. Nur mit Gefühl anziehen. Und gut ist. Wir prüfen den Motor auf der Unterseite auf Undichtigkeiten. Hier am Servosystem, am Kühler, alle Wasserschläuche, die Druckschläuche der Servolenkung, Getriebe, Gehäuse, Antriebswellen links und rechts, Simmeringe geht noch. Auf der anderen Seite Ölschläuche, Wasserschläuche, Ölfilter, hier oben, das ist noch vom Ölwechsel, Hauptwasserschlauch, sieht soweit alles dicht aus. So, hier haben wir ein Problem. An der Kupplungsglocke tritt Öl aus, das heißt der Kurbelwellensimmering ist wohl undicht. Die Kurbelwelle vom Motor liegt hier. Hier beginnt die Kupplungsglocke und an der Stelle ist ein Simmering, wo die Welle aus dem Motor kommt. Wenn wir Ölspuren an der Kupplungsglocke haben, schauen wir mal unter das Abdeckblech drunter, wie das mit dem Simmering von innen aussieht. Öl. Ist komplett verölt sich und das ist von innen. So, ich kann Entwarnung geben. Wenn es der Simmering wäre, käme das Öl von hier. Das Öl läuft aber hier an der Seite von oben am Motor.
Wir überprüfen die Halterungen des vorderen Stabilisators. Hier an der Karosserie, Gegenseite. Alles gut. Und noch das Gelenk hier. Auch nichts riesig und nichts gebrochen. So, wir überprüfen die Manschette an der Spurstange. Ist doch gerissen. So, hier ist die Manschette wunderschön abgerissen. Da muss eine neue drauf. Wir überprüfen den Spurstangenkopf. Kein Spiel. Hier ist auch noch alles dicht und trocken. Das Tragegelenk unten ist noch gut. Keine Feuchtigkeit am Gummi. Wir überprüfen das Tragegelenk auf Spiel. Alles gut. So, wir überprüfen die Bremse. Die Bremsschläuche sind ganz neu. Ihr könnt euch ja mal unseren Film anschauen. Dann auf Dichtigkeit hier am Entlüftungsventil. Die Leitungen hier und hier, sowie unten, ob an den Manschetten was austritt. Alles in Ordnung. Dicke der Bremsscheiben und der Belege ist perfekt. Alles ganz neu gemacht. Hier ist die nächste Verschraubung, auch alles dicht. Keinerlei Problem mit der Bremse. Wir überprüfen, ob der Bremskraftregler für die Hinterachse noch freigängig ist. Alles wunderbar. So, wir überprüfen die Benzinleitungen. Sieht noch alles dicht aus, nichts zu erkennen. Sowie die Bremsleitung auf der Gegenseite. Alles wunderbar. Am Regler war auch alles dicht, haben wir gerade gesehen. Gut. Wir schauen, ob die Handbremse funktioniert. Sehr schön. Wunderbar. So, wir beginnen bei der Abgasanlage im Krümmer. Schauen uns den Cut an, Hitzeschutzblech, Verschraubungen, alles fest, Halterungen gut, rohrdicht, Verschraubung hinten dicht, Topf geht noch, Haltegummi hier fest, Verschraubung hier dicht. Und wie immer bei wenig gefahrenen Fahrzeugen fängt der Endschalldämpfer an zu rosten. Hier oben und hier an der Kante. Geht aber dieses Mal noch. Auch die hinteren Gummis, alles in Ordnung. So, der Auspuff hat ein bisschen Spiel, aber die Aufhängung ist soweit in Ordnung. Nichts gerissen, alles fest. Wir überprüfen die Manschetten der Antriebswelle. Das Spiel der Antriebswelle. Hier haben wir schon ein bisschen Spiel im Gelenk. Geht aber noch. Antriebsmanschetten innen und außen alle dicht. Kein Öl am Stoßdämpfer, am Fahrverhalten merkt man auch nichts. Also kann man das auch mal noch so weit lassen. Wir prüfen auch gleich das Reifenlaufbild. Perfekt. Genügend Profil drauf, Ablauf gleichmäßig. Motorlager hinten ist gut. Der Schimmungstilger ist noch gut in Form, keine Probleme. Das vordere Motorenlager ist neu, es kann daher keine Probleme machen. Unter dieser Verkleidung sitzt der Benzinfilter. Mal wie viele Schrauben sie bei einem Passat hat, bei Porsche wären es 11. Schrauben sind es 5. Teil drauf, den bessere. Ich mache jetzt die 2 Klemmen auf und gut ist. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie das funktioniert. Also lassen wir drauf. Gut. So, jetzt kommen wir unter meine rechte Hand. Oh, das ist ja schön im Post. Oh, ist gut so, danke. Beim neuen Benzinfilter müssen wir auf die Durchflussrichtung achten. Natürlich soll das Benzin vom Tank in den Motor fließen. Hier rum will ich die drauf machen, ist aber eigentlich egal. Okay. Okay. Und das mal oben festmachen. So, gehen wir auf Zündung. Das machst du nochmal aus.
Alles dicht, schrauben wir wieder zu. Wo jetzt noch eine? 4 Schrauben müssen es gewesen sein. Auch die Spreizklammer wird wieder mit einer Stecknuss eingeschlagen. Fertig. Nachdem wir unten fertig sind, geht es oben weiter. Wir führen eine gründliche Sichtprüfung aller von oben zugänglichen Teile im Motor durch. Beginnend mit allen Schläuchen. Hier haben wir schon das erste Problem. Der äußere Teil ist schon gerissen. Wir sind schon auf der inneren Flanke. Also raus mit dem Schlauch und ein neuer rein. Über kurz oder lang wird er gerissen. Hier haben wir noch ein weiteres Problem. Dann hier scheint es soweit gut zu sein. Also raus mit dem Teil, ein neuer kostet ja nur 80 €. Unten ein Ring. Können wir aufschlagen. Geblieben, so gehört er rein. Gut eindrücken und die Sicherungsklemme wieder verschrauben. Und meistens ist es so, dass solche Teile eher drauf wie runterrutschen, gell? Komme ich da drüber, hoffen wir es mal. Gerade so. Die Riemen prüfen wir nachher noch. Die Luftzuführung ist soweit dicht. Den Luftfilter wechseln wir nachher noch. Die Klimaanlage auch alles dicht. Wir überprüfen die Zündleitungen. Die sind soweit noch brauchbar. Verteiler, Hauptzündkabel, die Schläuche hier, alle Kabel, alle Stecker, Kühlmittelschläuche am Kühler, Hydrauliköl, alle Kabel, kein Matter. Hier an der Bremsanlage ist alles dicht. Benzinschlauch haben wir vor kurzem erst gemacht, ist auch in Ordnung. Masseband. Wenn das Fahrzeug eine Klimaanlage hat, muss man sich erstmal Platz für den Wechsel des Luftfilters verschaffen. Das gleiche Patent ist. Aber es hängt an 100 Schläuche und die müssen alle wieder drauf sein. Für die Klammern braucht man kleine Hände oder eine lange Zange. Ich muss nur ein bisschen wegkurven da mit der Klimaanlage. Das sind wir jetzt schon nach Hause gehabt. Ich muss doch den Schlauch wegmachen. Das ist da unten, ne? Von da vorne kommt so sauber sieht ein neuer Luftfilter aus. Der nun überall gut ansitzt. Die muss so rum drauf, dass sie sich einkehrt. Ja, ich weiß was. Noch schon alles. Ein Blick in den Zahnriemen schadet nie. Aber hier ist noch alles in Ordnung. So, der Keilriemen hat keinerlei Spuren. Druck, Spannung, alles in Ordnung. Wer keine wartungsfreie Batterie hat, muss ab und zu mal nach dem Wasserstand in der Batterie schauen. Wir machen alle Zellen auf und schauen rein. Die Batterie ist auch noch ganz gut geladen. Die erste Zelle hat Wasser gefehlt, die müssen nachher nachfüllen. So machen.
Kühlwasser und den Frostschutz. Bisschen wackeln und man kann toll messen. Diese Züge sind hier zur Betätigung der Schaltung am Getriebe. Bisschen Sprühöl auf die Mechanik. Und nach dem Öl kommt neues Fett auf die Mechanik. Auch der Gaszug wird erst mit Sprühöl und danach mit Fett behandelt. Der Hydraulikflüssigkeit steht auf Max. Ist gut. Nun kommt wieder mein Lieblingswort. Scheibenwischwaschwasser. Kostet bei Mercedes gleich mal 14 €, auch wenn der Behälter voll ist. Unser Passat hat eine Klimatronik. Da müssen wir beim Service auch mal schauen, wie der Innenraumfilter aussieht. Hierzu bauen wir die Verkleidung vom Wasserkasten ab. Und los ist er. So, Fronten hochziehen und die Verkleidung vorsichtig entnehmen. Der Innenraumfilter sitzt hier. Er wird von 2 Nasen gehalten und ist wunderschön dreckig. Den neuen Filter von vorne schräg einsetzen. Vorsicht, hier geht es ein bisschen eng zu, so dass er hinten steckt und passt. Die Verkleidung wieder vorsichtig schräg einfügen. Vorderseite eindrücken. So, in einer Stellung gehen sie rein, 90 Grad drehen und gut. Wir prüfen das Spiel der Kupplung einwandfrei. Bremse. Der nächste Servicepunkt ist der Luftdruck in den Reifen. Die nötigen Werte stehen auf einem Aufkleber in der hinteren Tür. Die hinteren Reifen bekommen 3 Bar. 2,5 für vorne reicht. Nun ist das Reserverad. Die Befestigung vom Reserverad, da schraubt man jetzt eine halbe Stunde. So, und jetzt sehen wir auch, warum wir das tun. Das Notrad hat 2,8 Bar, braucht aber 4,2 Bar. 4,2. Was da reinmachen. Die Scharniere bekommen hier ein bisschen Öl. Der Feststeller bekommt etwas neues Fett. Die Schlösser bekommen etwas Sprühöl und unten auf den Auslöser kommt ein wenig Fett. Natürlich vergessen wir auch das Haubenschloss nicht. Auch die 5. Tür, der Kofferraumdeckel, kommt dran. Beim Lichttest beginnen wir mit dem Blinker. Standlicht, Abblendlicht. Bremslicht, Lichthupe. Höhenverstellung der Scheinwerfer funktioniert auch. Da und da. Ja. Und beide Kennzeichenleuchten funktionieren. Okay? Ja? Bremse? Geht. Okay. Hinten geht? Ja. Eine einzige? Ja. Natürlich schauen wir auch, ob unser Lastesel noch IA machen kann. So, die Inspektion ist fertig. Nun kann unser großer Passat wieder auf kleine Fahrt gehen. Und tschüss, vergisst nicht, unseren nächsten Film anzuschauen.